Hallo meine Lieben, ich bin gerade zurück von meinem morgendlichen Spaziergang, den ich doch seit Corona so ziemlich jeden Morgen durchziehe, die 45 Minuten. Und ist das nicht der absolute Hammer draußen? Ich wohne an einem Ort, wo ich wirklich in 10 Minuten in der Höhe bin und auch im Grünen bin. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meinen Hausberg mit dem ganzen Wald und auf der anderen Seite sehe ich runter in die Stadt und im Moment, also im Herbst, ich liebe jede Jahreszeit, aber der Herbst, das ist der absolute Wahnsinn mit diesen ganzen Farben und wenn dann die Sonne reinscheint, also ich kann es nur weiterempfehlen, raus ins Grüne und einfach dieses wunderbare Wetter genießen. So, heute geht es aber nicht darum, sondern es geht darum, dass ich euch eine Idee zeigen wollte, wo ihr eine Flasche mit einer ganz speziellen Folie aufhübschen könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe hier so zwei ganz gewöhnliche Glasflaschen, damit wir ein bisschen weniger Plastik brauchen. Und dann gucke ich mir jeweils kurz an, wo ich das Design platzieren will. Ich werde es also ein Design machen, was längs ist. Und da gucke ich einfach, wo ist der Bereich, wo es noch einigermaßen gleich dick ist. Das heißt, bevor es hier dann dünner wird. Da bin ich bei 13 cm. Denk mal, ich mache ein Design, was 12 cm ist. Breite spielt nicht so eine Rolle, weil das wird ein Schriftzug, da geht es mir jetzt mehr darum, die Höhe. Das heißt 12 cm. Und dann gehe ich rüber auf den Cricut Design Space, um das Design zu machen. Ihr könnt da natürlich, ich werde heute mit dem Cricut Maker arbeiten, aber ihr könnt da mit dem Plotter arbeiten, mit dem ihr eben wollt. Ich gehe jetzt aber kurz rüber auf den Cricut Design Space, um euch zu zeigen, wie ich das Design mache. So, ich bin jetzt hier im Design Space und werde kurz einen Text einfügen. Und da wechsle ich die Schriftart. Und zwar nehme ich eine von meinen Systemschriften. Und ihr werdet es erraten haben, meine Lieblingsschrift im Moment, dieses Hello Austin, die ich von Dafont habe. So, das ist das eine. Die kopiere ich auch kurz mit Ctrl+C, Ctrl+V, weil ich will zwei Flaschen machen. Und die andere, nehme dieses Wort. Dann bei Monika stimmen für mich die Abstände, das kann ich gleich verschweißen. Beim Claudi stimmt das hier noch nicht so ganz. Da muss ich kurz erweitert, zähligen Buchstaben, den ganzen ersten Teil nehmen und dann gehe ich mit der Pfeiltaste so ein bisschen rüber. Einfach damit diese Linie hier quasi weitergeht. Dann kann ich das alles verschweißen. So, das heißt, ich habe das und das. Und jetzt mache ich für beide noch ein Offset. Gehe da noch ein bisschen hoch, weil die Folie ringsherum hat schon einen starken Effekt und ich will, dass man das wirklich gut sieht. Dann nehmen wir 0,766. Dasselbe mache ich hier. Und dann will ich, dass das hier geschlossen ist und gehe auf Kontur und nehme hier dieses Teil weg. Upsi, das war das Falsche, ne? Ich will natürlich das haben. So, jetzt. Man muss das richtig anklicken. Und bei Monika hängt eigentlich alles zusammen. So. Jetzt platziere ich das kurz wieder hier rein. Und dann gucke ich eben, dass das hier
maximal 12 cm in der Breite ist. Und dasselbe mit dem hier. Voilà. Jetzt werde ich hier gucken, dass das alles dieselbe Farbe hat, damit es alles auf eine Matte geht. Nehme ich einfach mal weiß, weil ich verteile das dann so auf der Matte, dass ich das alles mit einer Matte schneiden kann. Jetzt gehe ich auf Herstellen und jetzt verteile ich das auf der Matte. Die Schriftzüge, das sind beides, die werde ich aus Weiß ausschneiden. Das heißt, die kann ich hier so ein bisschen beieinander lassen. Ich versuche da jeweils einen Weg zu finden, damit ich da möglichst Folie spare. Machen wir es so. Und die beiden werde ich je in eine Ecke legen. Das heißt, eine oben und die andere hier unten. Dann weiß ich, wo ich meine Folien platzieren muss. Und hier gucke ich jeweils auch gleich, wie groß müssen die Stücke sein. Dann gehe ich auf Weiter. Dann wähle ich Vinyl aus, gebe dem aber mehr Druck, weil die spezielle Vinylfolie, die ist ein bisschen stärker. So, dann habe ich hier meine Matte und ich weiß zum Beispiel, das Weiß, das muss hier oben in die Ecke. Dann, ihr seht das nicht, aber ich sehe das so ein bisschen, es hat ein bisschen Schimmer drauf. Das heißt, ich weiß, die hier ist die ich mit Monika verwenden will. Und die hier ist das, was ich mit Claudie verwenden will. Ich muss unbedingt meine Matte mal wieder reinigen, merke ich. So, dann können wir das schon laden. Und dann loslegen. Dann sind wir auch schon durch und können die Matte rausnehmen. We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Und dann können wir das Ganze auch schon entgittern. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, das ist ja langweilig, weiß auf weiß, aber ihr seht dann nachher, was ich damit erreichen will. Jetzt, um die Flaschen vorzubereiten, das zeige ich euch nicht, sondern erkläre es euch kurz. Ich reinige die vorher jeweils zuerst, wenn ich Vinylfolie aufbringe. Und wenn ihr zum Beispiel Videos von den Amis anguckt, die reden dann immer von Rubbing Alkohol. Und bei uns ist das quasi dasselbe wie das Isopropylalkohol, 70%. Das ist wichtig, nicht nur 90%, weil das ist schon, das hat ein Gefahrenzeichen drauf. Also da wirklich gucken, nicht in die Augen, logischerweise nicht trinken, nur weil Alkohol draufsteht, ne? Aber es ist halt einfach so, das ist extrem gut, um Glas oder eben auch die Acrylblanks zu reinigen, weil es gerade so Verschmutzungen nimmt, Kleberesten, aber es verdunstet dann halt einfach auch extrem schnell und hinterlässt kleine Streifen. Das heißt, ich mache da jeweils ein kleines bisschen auf ein Tuch drauf und reibe die Flaschen oder das, was ich eben reinigen will, kurz damit ab und lasse das kurz stehen, damit der Alkohol eben verfliegen kann. Wie gesagt, bei uns gibt es nicht im Supermarkt, sondern ich hole es jeweils in der Apotheke und ja, es ist ein bisschen Mangelware, weil das auch verwendet wird, um die Handsanitizer, also das Handdesinfektionsmittel zu machen. Aber naja, ihr seht auch, ich habe das kürzlich erst gekauft, die Flasche, und die hält 4 Jahre. Also ne, braucht ihr auch nicht wirklich viel von. Das ist das eine. Vom Übertragen her habe ich 2 Sachen,
die ich jeweils mache, entweder oder. Wenn ich Elemente habe, wie zum Beispiel die Schlüsselanhänger, ne, wo ich wirklich eine schöne Scheibe habe, nicht viel Platz ringsherum, um irgendwas anzubringen, dann mache ich das jeweils so, dass ich das kurz bespritze und ich werde oft gefragt, was da drin ist. Das ist ganz einfach Wasser, aber einen ganz, ganz, ganz kleinen Tropfen Spülmittel noch. Natürlich Spülmittel ohne Balsam drin oder solche Sachen, sondern wirklich ganz normales Spülmittel. Und damit kann man das Element dann besprühen und so rutscht es noch herum und klebt nicht sofort fest. Das hilft extrem, um Sachen eben auf gerade auf Oberflächen aufzubringen. Das verwende ich oft. Und jetzt gerade bei den Flaschen hier, das habt ihr auch schon bei anderen Sachen gesehen, mache ich das mit der Hilfe vom Backpapier und das seht ihr dann auch gleich, wie ich das mache. Das heißt, Flaschen sind schon gereinigt, deshalb kann ich jetzt auch gleich hingehen und das Ganze aufbringen. Ich mache es jetzt zuerst so, dass ich den Namen zuerst auf den Hintergrund aufbringe. Da nehme ich einfach ein Stück von meiner Übertragungsfolie. Ich werde auch viel gefragt von der. Ich bestelle die da, wo ich auch meine ganzen Plotterfolien bestelle. Und das ist aber ein Unternehmen, plotterfolien.ch, die nur in die Schweiz und nach Luxemburg liefern. Aber ich mache euch den Link trotzdem unten rein. Da könnt ihr mal gucken, wie das ganze Ding heißt und die Spezifika. Und vielleicht findet ihr das irgendwo anders, damit ihr es dann da bestellen könnt, für all die, die nicht in der Schweiz leben. So, jetzt lege ich hier drauf, also mal so, ich lege das hier auf das Backpapier drauf, weil das klebt auf dem Backpapier nicht. Und jetzt kann ich hier gucken, wo ich das hinlegen muss, damit das schön mittig drauf ist. Ist jetzt ein bisschen tricky mit der Folie. Ich muss es kurz anders machen. Ich muss zuerst das hier auf die Flasche bringen. Ich wechsle hier kurz auf das Transfer-Tape von Cricut, weil das ist durchsichtig und das funktioniert dann ein bisschen einfacher. Jetzt mal gucken, wo ich das drauf haben will. Der Riegel trinkt man ja so, dann würde ich sagen, das Wort soll hier anfangen. Dann kann ich das auf der einen Seite feststreichen, Backtrennpapier wegnehmen und dann schön runterstreichen. Jetzt versuche ich das mit der Monika nochmal. Musste das kurz ein bisschen gegen das Licht halten, von dem her mache ich den anderen Schriftzug auf jeden Fall mit der durchsichtigen Folie. Dann kann man auch das runterstreichen. Und dann die Übertragungsfolie abziehen. So, dann sitzt es hier ziemlich mittig. Ne, hier drauf. Und bei der anderen mache ich es jetzt ein bisschen geschickter und gehe hier mit der durchsichtigen Übertragungsfolie drauf. Dann sitzt es auch wunderbar
mittig drin. So mit Learning, ne, verwendet hier, wenn ihr mit hell arbeitet oder mit weiß arbeitet, vielleicht besser ein durchsichtiges Transfertape. Dann seht ihr da ein bisschen besser, was ihr macht. So, und jetzt haben wir unsere beiden Flaschen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, das ist ein bisschen langweilig, ne? Weiß auf weiß. Aber ich zeige euch jetzt kurz, was passiert, wenn ich das mit kaltem Wasser fülle. Und ich hoffe, ihr habt gesehen, was passiert, ne? Das heißt, diese spezielle Vinylfolie, die reagiert auf Kälte. Das heißt, wenn ich da ein kaltes Getränk reinfülle, dann ist das, was vorher weiß war, die wird Mint oder Petrol, je nachdem, wie man das nennen will. Und ihr seht auch, wenn ich da jetzt mit dem Finger drauf gehe irgendwo, weil mein Finger ist ja warm, dann ist sie weiß. Also die reagiert tatsächlich auf Temperatur. Bei der ist es ein bisschen offensichtlicher. Die hier, ich hoffe, ihr seht es irgendwie bei dem Licht, die wird tatsächlich lila. Ich weiß auch nicht, ob das Wasser vielleicht ein bisschen zu wenig kalt ist. Ich habe das Gefühl, es ist schon sehr kalt. Aber es ist halt was aus dem Wasserhahn kam, wenn ihr da wirklich kaltes Wasser habt oder die Flaschen auch in den Kühlschrank reinstellt, dann ist die Farbe ziemlich sicher noch intensiver. Ich mache das kurz, damit wir das dann sehen, ob das einen Effekt hat. So, ich habe die beiden Flaschen in den Kühlschrank gestellt. Beim Grün ist es sehr offensichtlich, dass das auch wirklich die Farbe ändert, ne? Wenn ich hier mit dem Finger drauf gehe, der Wärme hat, seht ihr, die ist, wenn es warm ist, ist die weiß und wenn sie eben kühl ist, wird das grün. Dann bei der lila, ich hoffe mit dem weißen Papier könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Jetzt mit der Kamera nimmt es nicht richtig an, aber man sieht es schon, wenn man die dann so vor sich hat, dass die eine andere Farbe hat. Da ist es auch, die ist so ein bisschen durchsichtig, von dem her ist ein anderer Effekt. Ein bisschen weniger offensichtlich, wie gesagt, aber auch da, ne? Also jetzt nicht in der Kamera, aber man sieht schon, dass die lila geworden ist. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr mit solchen Farbwechselfolien ganz coole Überraschungsverzierungen auf eure Flaschen oder sonstige, ihr könntet auch einen Trinkbecher oder sowas nehmen, wo ihr das drauf machen könnt. Auch da hat es einen sehr coolen Effekt. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Idee und habt da Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis bald!